Meine Frau freut sich bestimmt, wenn ich mal in die frische Luft komme. Danke wie immer für eure Kommentare zu meinem letzten Vlog. Das war recht interessant zu erfahren, was es in den verschiedenen Kleinstädten und auch Großstädten gibt. Legend of Jupp meint, sein Dorf hätte den ersten BSE-Fall in Rheinland-Pfalz anzubieten. Na, herzlichen Glückwunsch! Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Usernamen aussprechen soll, ICI89 oder irgendetwas in der Art. Jedenfalls hat sie bzw. er in ihre bzw. seine Stadt anzubieten, einen beinahe Großflughafen, eine beinahe Rennstrecke, einen beinahe Teilchenbeschleuniger. Irgendwie ist nichts davon gebaut worden. Ich kenne dieses Phänomen. Ganz besonders aufregend geht es in der Stadt, wo Forrest Ukami lebt, und zwar gibt es dort einen Matratzenladen. Juhu! Hinter mir steht etwas, was ich in meinem letzten Vlog als Verkehrskreis bezeichnet habe. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Alamerchan, wie auch immer. Dieser User hat mich darauf aufmerksam gemacht. Eigentlich heißt es nicht Verkehrskreis, sondern Kreisverkehr. Das ist für mich als Engländer irgendwie ein Problem, weil für mich ist ein Kreisverkehr der Verkehr, der um einen Kreis kreist. Aber das hier ist ein Kreis, um den der Verkehr kreist. Also für mich müsste es eigentlich Verkehrskreis heißen und nicht Kreisverkehr. Aber ich habe es nachgeguckt, tatsächlich heißt es in Wirklichkeit Kreisverkehr und nicht Verkehrskreis. Ich hätte das alles vermieden können, indem ich gesagt hätte, einfach der Kreisel. So wäre es einfacher gewesen. Aber immerhin ist er auch überflüssig. Da fließt kaum Verkehr. In dem Sinne ist es für mich eigentlich weniger ein Verkehrskreis und auch nicht wirklich ein Kreisverkehr, sondern einfach ein Kreis. Hinter mir gehen die Bauarbeiten sozusagen in Endspurt. Das Einkaufszentrum ist fast fertig. Endlich! Die ersten Geschäfte machen in ein paar Tagen auf, also die ersten schon nächste Woche. Es ist nur ein bisschen ungünstig platziert hier. Es ist nicht schlecht, aber manche Dorfbewohner kommen hier nur mit Schwierigkeiten. Also wer kein Auto hat und auf den Bus aufgewiesen ist, der hat Pech gehabt. Aber das ist bei weitem nicht so schlimm wie ein Industriegebiet, ungefähr in diese Richtung, ein paar Kilometer. Weit und breit kein Autobahnanschluss, kein Bahnanschluss, gar nichts, seit Jahren vollkommen leer. Die Gemeinde hat, ich weiß nicht wie viele Tausende oder sogar Millionen Euro drin gesteckt und nix. Also meine Frage an euch, was hat eure Stadt anzubieten an solch unsinnigen Projekten? Sachen, die zwar ins Leben gerufen wurde, aber kein Mensch versteht warum. Die meisten Städte, die ich kenne, haben solche Projekte und da wäre ich gespannt. Video-Antworten und Kommentare unten wie immer und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!